Freundin des guten Geschmacks, der Super Bowl steht vor der Tür und damit willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute machen wir Chicken Wings. Ich zeige euch, wie ihr knusprige Chicken Wings selber machen könnt mit einem Blue Cheese Dip und Gemüsesticks. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht und was es mit diesem weißen Pulver auf sich hat, dann bleibt dran. Den Anfang machen unsere Chicken Wings oder unsere Hühnerflügel. Ich habe hier insgesamt 600 Gramm. Ihr kriegt die entweder abgepackt oder in größeren Mengen auch beim Metzger. Wir müssen diese Chicken Wings jetzt erstmal teilen. Dazu nehme ich das Gelenk, schneide es einmal an und breche das Ganze durch. Jetzt seht ihr, jetzt könnt ihr es erfühlen hier, wo ihr den Schnitt setzen müsst, durch das Gelenk durch. Und dann bekommt ihr diese beiden Teile des Flügels. Das mache ich hier mal im Schnelldurchlauf, damit ich euch nicht nerve damit. Und dann müssen wir diese Chicken Wings einmal waschen. Dazu gebt ihr sie am besten in ein Sieb und einmal unter fließendem Wasser gut abwaschen, damit eventuelle Knochensplitter abgewaschen werden. Jetzt müssen sie gut abgetrocknet werden, am besten auf Küchenpapier. Ich empfehle euch, seid dabei echt ein bisschen genau, weil je trockener eure Chicken Wings sind, desto knuspriger werden sie im Backofen. Also gebt euch da gerne ein bisschen Mühe bei. Ihr könnt das natürlich auch so strebehaft machen wie ich und einfach jeden Chicken Wing tatsächlich einzeln nochmal abtrocknen. Dann wird es umso knuspriger. Jetzt kümmern wir uns um den Rub für die Chicken Wings. Dazu nehme ich einen Esslöffel Mehl, einen Esslöffel Backpulver und einen halben Esslöffel Salz. Alles wird mit einem Teelöffel Knoblauchpulver, mit einem halben Teelöffel Paprikapulver und mit einem halben Teelöffel Chiliflocken vermengt. Außerdem kommt noch eine gute Prise frisch gemahlener Pfeffer mit dazu und dann wird alles einmal durchgerührt. Das Backpulver macht hier wirklich den Unterschied, denn das sorgt dafür, dass eure Chicken Wings richtig knusprig werden. Vermengt die abgetrockneten Wings in einer Schüssel mit dem Rub und dann sind sie auch schon bereit für den Backofen. Nicht vergessen, das Brett einmal abzuwischen, denn wir haben hier mit rohem Geflügel gearbeitet. Ihr wisst ja, Salmonellengefahr und so. Die Chicken Wings gebe ich jetzt auf ein Backblech mit Backpapier. Ihr könnt, wenn ihr eine größere Menge von dem Rezept macht, die auch gerne ein bisschen enger legen und müsst es nicht so weit auseinanderlegen wie ich. Ich hatte hier eine Menge Platz und musste da nicht geizen. Aber das ist auch kein Problem, die entsprechend eng aneinander zu legen. Ja, und so sehen unsere vorbereiteten Chicken Wings jetzt aus. Durch das Mehl und durch das Backpulver bekommen sie eine richtig schöne Kruste und können im Backofen richtig knusprig werden. Apropos Backofen, den habe ich schon mal auf 200 Grad Umluft vorgeheizt. Und jetzt dürfen unsere Chicken Wings die ersten 20 Minuten darin richtig schön goldbraun und knusprig garen. (20 Minuten später ist es dann an der Zeit, die Chicken Wings einmal umzudrehen. Dazu öffnet ihr den Backofen und seht, sie sind auch schon schön knusprig geworden, schön goldbraun geworden. Aber wir wollen natürlich, dass das auf der anderen Seite genauso ist. Dementsprechend nehme ich mir hier so eine Zange, könnt das aber auch gerne mit Messer und Gabel machen und drehe jeden einzelnen Chicken Wing einmal um, damit, wie gesagt, die andere Seite auch die Chance hat, richtig schön knusprig zu werden. Jetzt geht das Ganze für weitere 20 Minuten ebenfalls bei 200 Grad Umluft in den Backofen. Und in der Zwischenzeit können wir uns um den Blue Cheese Dip und um die Gemüsesticks kümmern. Dazu nehme ich mir zunächst mal 100 Gramm Blauschimmelkäse. Ihr könnt da beispielsweise einen Gorgonzola nehmen. Dazu kommen 4 Teelöffel Mayonnaise. Außerdem, damit das Ganze ein bisschen flüssiger wird, gebe ich ungefähr 50 Milliliter Milch dazu und würze das Ganze mit einer guten Prise Salz und mit einer guten Prise Pfeffer. Mit dem Pürierstab wird das Ganze jetzt zu einem cremigen Dip vermengt. Eventuell müsst ihr noch ein bisschen Milch mit dazu geben. Ihr seht das, bei mir ist das Ganze ein bisschen zu dickflüssig geworden. Also einfach einen guten Schuss Milch dazu, nochmal durchpürieren und dann könnt ihr den Blue Cheese Dip auch gerne in ein schöneres Gefäß umfüllen. Nicht vergessen, hier natürlich den Rand einmal abzuwischen, damit es auch ordentlich aussieht. Und mit ein bisschen Grünzeug garnieren, das sieht immer nett aus. Und dann ist der Blue Cheese Dip auch schon fertig. Für die Gemüsesticks nehme ich mir eine Möhre, die schäle ich und schneide sie in Stifte. Das gleiche mache ich mit einer halben Salatgurke. Du kannst auch gerne das mit Sellerie machen, das ist auch kein Problem. Schmeckt wunderbar als Beilage zu den Chicken Wings. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Soße für die Chicken Wings. Das ist natürlich das Wichtigste, denn darin werden sie gleich gewälzt. Dazu nehme ich mir zunächst 1,5 Esslöffel Butter, die wird in einem Topf geschmolzen. Und einmal umrühren und dann gebe ich dazu eine Knoblauchzehe. Da kannst du gerne eine Knoblauchpresse verwenden. Alternativ geht das aber auch, wenn du die Knoblauchzehe einfach mit dem Messer schneidest. Ich will hier Hot Wings machen, dementsprechend gebe ich jetzt noch Chili-Pulver mit dazu. Das sind Jalapenos und rote Chiliflocken. Kannst auch gerne frische Chilis nehmen. Einfach kurz in der Butter ziehen lassen, aufpassen, dass es nicht verbrennt und zu heiß wird. Und dann kommen 2 Esslöffel Ketchup mit dazu. Da kannst du normalen Tomatenketchup nehmen. Das ist dann die Basis für unsere Soße. Außerdem habe ich hier einen Esslöffel Sojasauce, der darf auch nicht fehlen, gibt so eine Salzigkeit. Und für die Süße 1 Esslöffel Ahornsirup oder Honig.
oder alternativ auch gerne brauner Zucker. Alles wird einmal gut miteinander verrührt, damit sich so eine richtig schöne Soße ergibt, dass das Fett von der Butter sich irgendwie schön mit einarbeiten kann. Und dann schmecke ich das Ganze ab mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer. Und für mich darf auf jeden Fall Schärfe nicht fehlen, deshalb gebe ich einen guten Spritzer Sriracha-Soße oder Chili-Soße mit dazu. Und dann ist die Soße für unsere Chicken Wings auch schon fertig. Ich gebe sie jetzt in so ein großes Metallgefäß hier, damit ich die Chicken Wings gleich daran schwenken kann. Die Chicken Wings, wenn sie aus dem Ofen kommen, sehen so aus, goldbraun und richtig schön knusprig geworden. Ihr hört es hier. Genau so müssen knusprige Chicken Wings klingen. Ich gebe sie jetzt einfach direkt zu der Marinade oder zu der Soße, die wir eben gemacht haben, und schwenke das Ganze einmal durch. Du kannst das entweder mit einem Kochlöffel machen oder auch einfach so, wie ich es hier mache, wirklich mit den Händen durchschwenken. Ja, und dann geht es auch schon an das Anrichten. Ich nehme jetzt hier meinen Blue Cheese Dip und meine leckeren Gemüsesticks. Ein bisschen was Grünes darf ja nie sowieso nie fehlen. Und dann natürlich unsere sticky, leckeren, knusprigen Chicken Wings mit dazu. Ich sag euch, mit diesem Rezept kann die nächste Football-Party kommen, aber auch zum Buffet oder mal als Snack zwischendurch sind diese Chicken Wings wirklich eine tolle Sache. Ich wünsche euch einen guten Appetit, freue mich auf euren Kommentar, wie es euch geschmeckt hat. Lasst mich das gerne wissen. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal von Tasteabits hier auf YouTube gleich abonniert und dem Video einen schnellen Daumen nach oben gibt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Nachkochen und vor allem ganz viel Spaß mit meinen perfekten Football-Skills.